Okay, shit. As the final fragment of the glass shatters, you see yourself with newfound clarity. Währenddem der Spiegel in Fragmente zerbricht, siehst du dich selber in einer neuen Klarheit. Der Narrator hat recht gehabt, du bist die lange Stille, a vast and nascent God, ein unendlicher, riesiger und entstehender Gott. And it's final time for you to wake up. Und es ist endlich Zeit für dich aufzuwachen. All of this is you. All das bist du. Proceed to the cabin. A terrifying vessel habe ich auch noch gemacht. When you arrive at the heart of the things, there is no final vessel for you to bear witness to. Währenddem du das Herz von am Kern von der Sache angekommen bist, gibt es kein letztes Gefäß, das vor dir die Zeugnis ablegen. Es gibt nichts zu finden. Oh, holy shit. Okay. I can finally see you, and you can finally see me. Du kannst mich endlich sehen und endlich kann ich dich sehen. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Es ist so lange her und mein Herz hat sich nach dir gesehnt, nach dem Moment gesehnt. Ich habe dich wirklich vermisst. I've missed you too. Jetzt können wir mal speichern. Mal da hier hinten. Oh Gott, das ist gerade so spannend. Wie spät haben wir eigentlich? Okay, es ist schon wieder 1:45. Holy shit. Ich habe dich auch vermisst. Do you know about the... Hast du vom Echo gewusst? Did you hear... Hast du unsere Konversation gehört? Ich bin die lange Stille. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay, das fragen wir mal. Names are their attempts to capture that which cannot be captured. They call me the shifting mound, a pale imitation of what I actually am. Also Namen sind ein Versuch, Sachen festzuhalten, die nicht festgehalten zu werden. They call me the shifting mound. Die hat mich der veränderbare Hügel genannt. Das ist eine blasse Nachahmung von dem, was ich bin. Do you know about the echo? Did you hear our conversation? Every word you spoke found its way to me. I know him, and I know his construct. He was deluded by his fear of death. Pay him no mind. Ja, genau. Ich habe jedes Wort gehört, das du geredet hast. Ich kenne ihn und ich kenne seine Konstrukte. Er ist blendet vor Furcht und vor der Furcht vom Tod. Gib ihm keine Aufmerksamkeit. Was passiert jetzt? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? Der passive Spieler kann immer nur reagieren und nie agieren. Es ist alles in der Natur eingewoben, nicht? When the echo spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. Wo das Echo aus uns 2 gemacht hat, hat er uns die Wahl gegeben, also hat er mir die Wahl gegeben und ihr die Rolle. Ich bin nicht, I'm not deaf, ich bin nicht tot, aber ich beinhalte die ganze Menge davon. So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or
will you open the final doors to our liberation? Also wirst du versuchen, mich umzubringen und eine Welt ohne Tod und der Möglichkeit von einem Sinn herbeizuführen, oder wirst du die letzte Tür von der Befreiung öffnen? Also ich glaube, am Tod... Es ist halt schon so, also ganz ehrlich, es gibt doch den Film, der Interview eines Vampirs. Ich habe das eigentlich noch eine geile Story gefunden, geht mega lang. Und dort ist doch genau das der Grund gewesen, was hat das Leben noch für eine Bedeutung, wenn du unsterblich bist? Was hat alles überhaupt eine Bedeutung? Weil irgendwann hast du so viele Erfahrungen gemacht, irgendwann hast du so viele Sachen in deinem Leben probiert und irgendwann bist du an dem Punkt angekommen, wo du das Gefühl hast, du hast alles gesehen, alles erreicht, jeden Weg irgendwie gegangen. Und klar bist du in einem veränderlichen Universum, aber du siehst so viele Sachen, die sich wiederholen in deinem Leben, weil Menschen halt nicht ihr Wissen können an die nächste Generation genetisch weitergeben, sondern jeder Mensch muss die Erfahrung selber machen, von Grund auf. Was übrigens ein riesen Nachteil ist als Zivilisation für uns, weil wir machen, wenn es dumm läuft, die gleichen Fehler wieder. Klar, wir haben Geschichte, wir haben Bücher, wir lernen dadurch aus den Fehlern, aber wir haben die Erfahrung nie selber am eigenen Leib gemacht und wissen vielleicht gar nicht, was die Bedeutung davon ist. Also, was hat das Leben noch für eine Bedeutung, wenn es unendlich ist? Eigentlich, das ist schon so. Ich glaube, man kann es viel mehr schätzen, wenn es endlich ist. Und das ist das Gleiche auch mit dem Geld. Wenn du unendlich Geld hast, was hat alles noch für einen Wert für dich? Du kannst es einfach kaufen. Es spielt keine Rolle, ob du einen Lamborghini kaufst, eine Yacht, eine Villa irgendwo auf einem Berg oben, oder ein PC oder ein Mars. Es ist für dich alles irgendwie einfach das Gleiche. Und je weniger das du hast, also ich meine jetzt nicht null, aber wenn du vielleicht weniger hast, hat vielleicht das, was du dir dafür kaufen kannst, für dich mehr Wert, weil du hast viel mehr Energie investieren, um dorthin zu kommen. Und beim Leben ist es doch genau das Gleiche. Wenn du weißt, es endet irgendwann, wenn du merkst, du kannst krank werden und du zerbrechlich bist, dann schätzt du doch jeden Moment viel mehr. Also kannst du eigentlich auch sagen, es ist Qualität gegenüber Quantität. There's so many stories we left unfinished. Es gibt so viele Geschichten, die unfertig zurückgelassen werden. Can we really just leave? Können wir sie einfach zurücklassen? Ja, können wir. Don't you have a say in all of this? Hast du sonst niemand zu sagen, why is this all falling on me? Wieso muss ich das machen? Ist egal. Let's talk this through. I still have so many questions and I need answers before I can make a choice. Okay. Komm, dann das durchdiskutieren. Ich habe so viele Fragen und ich brauche zuerst Antworten, bevor ich mich entscheiden kann. If I let you out, an entire world ends for good. I can't do that. Okay. If you were always going to become this, then what was the point of me doing anything? Wenn das die ganze Zeit deine Absicht war, was hat es überhaupt für eine Bedeutung, das, was ich gemacht habe? Did I even matter that what road I walked, if all of them would have led to this moment? Spielt es überhaupt eine Rolle, welchen Weg ich gegangen wäre, wenn alles zu dem dahin fährt? There has to be another way. This can't just come down to me either destroying you or letting you out. I won't do this. Slay the princess. Alter, das kann ich immer noch machen. I think it's time for us to leave this place, but I don't know how to leave or go or where to go. Okay, das stimmt auch. Ich weiß gar nicht woher. Also wenn jetzt noch einmal. Also wenn ich der Narrator, dann folge ich einfach der Story, quasi. Also komm, wir machen es mal durchdiskutieren. Ich habe so viele Fragen und keine Antworten. My very nature is paradox, as is yours. You cannot use words to grasp at things that are beyond their reach. And you cannot rationalize that which defies logic. Meine wahre Natur ist paradox, so wie meine. Man kann nicht Worte dazu brauchen, um die Dinge zu erfassen, die außerhalb von unserer Reichweite liegen.
und man kann nicht rational erklären, was sich der Logik widersetzt. But violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. Aber Gewalt und Leidenschaft sind Tänze, die wir beide gut kennen. Wenn es das ist, was nötig ist, um mich aufzuklären, dann ist es das. Hä? Fear is what pretends to protect us from loss. To fear death protects from losing a body. To fear ruin protects from losing status. To fear rejection protects from being known. Alter, was geht denn jetzt im Arsch ab? Furcht ist, was uns davor beschützt vor einem Verlust. Furcht ist es, was uns beschützt davor, den Körper zu verlieren. Furcht ist es, was uns davor vor dem Status beschützt zu verlieren. Vielleicht ist es Rejection protects from being known. Furcht ist die Ablehnung, sich davor zu schützen, erkannt zu werden. Okay. But losing a body is contained within having a body. Losing status is contained within having status. Being known is contained within being conscious. Aber der Verlust von einem Körper liegt darin, einen Körper zu haben, und der Verlust von einem Status liegt darin, einen Status zu haben. Und erkannt werden liegt darin, dass man das Bewusstsein hat. Ja, das stimmt. It is in the nature of all things to transform. To go from known to hidden to known again. Okay, ist es nicht die Natur der Dinge, sich zu verändern? To go from known to hidden to known again. Also vom Bekannten sich ins Unbekannte zu gehen und wieder zurück. But when the ceaseless impermanence of all things strips away the finality of endings, Oh Gott. what remains of fear? Is it a shelter protecting you from itself? Or is it a shelter protecting itself from you? Aber wenn all die unaufhörliche Vergänglichkeit von all diesen Dingen, Endgültigkeit von allen Enden aufhebt, was bleibt denn von der Angst übrig? Ist es ein Schutz vor sich selber oder ist es ein Unterschlupf, sich vor mir zu schützen? You took fear by the hand and walked with it into the unknown. And through that, you feared nothing. You took fear by the hand and walked with it into the unknown. Du hast die Furcht mit deiner Hand genommen und bist mit ihr ins Unbekannte gelaufen. Und bei dem fürchtest du nicht. Ja, das stimmt. Alter, das ist geil. That wasn't a rejection of fear. You broke me to your will. You wanted to make the world suffer. You act as if you above all. But you're not. I'm not afraid anymore. Even if I'm not afraid now, the fear of others is real. We can't uphold the harm that everyone suffers just because we're beyond it. Ja, wenn ich jetzt keine Angst mehr habe, ist die Angst vor anderen real. Man kennt den Schaden, wo jeder erleidet hat, nicht aufrechterhalten, nur weil wir darüber hinweg sind, ja. Ich werde mich auf das nicht eingehen. Du willst also die Welt zum Leiden bringen. Du tust so, als ob du über allem stehst, aber das bist du nicht. Ja, ich habe keine Angst mehr, ist auch ein bisschen komisch. Es war keine Art von Furcht gewesen. Du hast mich einfach am Willen unterbrochen. Ich bleibe einfach still. Nein, ich kann dem nicht so anstimmen. I took fear by the hand. Oh, ja, das stimmt. Eigentlich stimmt es schon, ja. I'm not afraid anymore. Ich habe keine Angst mehr. You feared nothing.
Ich habe nicht befürchtet. Ja, das stimmt. Then you are one step closer to being free of your bindings. Und jetzt bist du einen Schritt näher vor meinen Bindings, vor meinen das, was mich zurückhaltet. You become nothing. A black hole of self-loathing fed by the matter of your restless thoughts. You are terrified of a power so far beyond you that it strips the meaning from your every action. Okay, du bist Neid, ein schwarzes Loch von Selbsthass, genährt von meinen unruhigen Gedanken. Du hast Angst vor einer Macht, die weit über mich hinweggeht. Dass es an jeder Handlung der Sinn entzieht. But at the feet of that power, the dark parts of you cannot help but burn away. Your inadequacy is reduced to cinders by the blazing light of the divine. Aber zu den Füßen von deiner Macht kann der dunkle Teil von mir nicht anders als zu verbrennen und die Unzulänglichkeit vom gleißenden Licht der Göttin blazing light of ash burnt away. Your inadequate reduced to cinders. Zu Asche werden. Was hat er jetzt gesagt? Oh Mann, das ist schon schwierig zu übersetzen. Ja, meine Unzulänglichkeit ist quasi zu Asche zerfallen. Wie auch immer. When I proclaimed my godhood and presented you with a place by my side in my new creation, you gladly took it. Ja, genau. Währenddem sie ihre Göttlichkeit verkündet hat und ich den Platz an ihrer Seite als ihre Schöpfung genommen habe ich das gerne angenommen. Without me, there is no future to look towards. It is hope that carves meaning into consciousness. Ohne mich gibt es keine Zukunft, auf die man blicken kann. Es ist die Hoffnung, die am Bewusstsein Sinn ergibt. Ja, das ist so. I miss when that was you. I miss when that was you. Ich vermisse es, wie du dort bist. Submitting to you was a mistake. I would have destroyed you if I knew what you were. Also, sich zu unterwerfen ist ein Fehler gewesen. Ich hätte sie zerstört, wenn ich das gewusst hätte. You were consumed by your own ego. Du bist von deinem eigenen Ego verzerrt worden. I won't engage with violence. Ich werde mich nicht auf Gewalt einlassen. I get thinking, there's no need for us to keep fighting. I leave with you. I just don't know how. Stop be fighting early and surrender. Beenden Sie wieder, okay, ergeben Sie sich, ruhig bleiben. Ja, I won't engage with violence. Ja, das stimmt. But violence has defined the form of everything between us. Do not deny what we are, and do not color our conflict with fear. Aber Gewalt hat den ganzen Fluss zwischen uns bestimmt. Tu nicht liegen, was wir sind, und färb nicht unseren Konflikt in Angst. Ja, das stimmt. To question everything is to deny the proof of reality that lies in front of you. By believing in your suffering, you make your suffering real. In believing in your limitations, you placed a shackle on your neck. Alles in Frage stellen bedeutet Realitätsbeweis, der vor einem liegt, zu leugnen. Indem ich an mein Leiden glaube, mache ich das Leiden real. Indem du an deine Grenzen glaubst, hast du dir placed a shackle on your neck. Hast du dir ein Dings um den Hals gelegt, ein Shackle. Dich selber in die Schranken gewiesen. But even then,
You remembered the impermanence of the material and watched as the walls of your prison decayed into nothing. Aber selbst dann erinnerst du dich an die Vergänglichkeit vom Material und hast zugeschaut, wie die Mauern um dein Gefängnis ins Nichts kaputt gegangen sind. To be impermanent is not to end, but to change. And for the world to be impermanent is to make finite the suffering of all things. Genau. Veränderlichkeiten sind kein Ende, sie sind Veränderungen von der Welt. Und sie machen euch, dass alle Qualen ein Ende finden. Das Would stimmt. you strip that gift away and leave them all to suffer in their permanence? Willst du das Geschenk auch weggeben und es dauerhaft bei dem belassen? They will get over it. That would be torture. I get it, there's no need for us to keep fighting. I live with you. I just don't know how. It doesn't matter how I feel. Death, suffering and oblivion shouldn't fall on others. If we are able to transcend death, then we are responsible for those in hold captive. That would be torture. Das wäre eine Qual. I get it. Ich verstehe es. Es gibt keinen Grund, dass wir miteinander darüber streiten. Ich verlasse mich mit dir. Ich gehe mit dir. Ich beende das frühzeitig. Es spielt keine Rolle, was ich fühle. Der Tod und Qualen sollte nicht auf andere gehen. We are able to transcend that. Wir sind ist es möglich, über den Tod hinwegzukommen. Im Gegenzug zu anderen, they'll get over it. Das wäre ja... Would you strip that gift away? Nein, das wäre falsch. Weil es stimmt ja eigentlich schon. Die Welt verändert sich ständig. Aber was passiert, wenn ich jetzt das mache? I get it. Ich tue mal das dahin. I get it. There's no need for us to keep fighting. Nothing brings me greater joy than to hear those words. The final peace lies with you. Nichts bereitet mir die grösste Freude, als die Worte zu hören. Das letzte Stück liegt bei dir. Free yourself. Okay. You fall into yourself. Du kiehst in dich selber rein. The body of ancient creatures steers from its hibernation and you feel a sensation in limbs you once couldn't fathom. Everything here except for her is you. Die Körper erwacht aus dem, wie eine uralte Kreatur aus dem Winterschlaf und du spürst zum ersten Mal das Gefühl in deinen Gliedmassen, was du früher hast nicht spüren. Alles hier, ausser sie, bist du. Du fühlst den Wind. In einer Spanning a Cosmic Scale, in einer kosmischen Skala, but twisted and crumped and bound in agonized tension to a finite plane. Verdreht und zerknittert in qualvollen Spannungen an die endliche Ebene gebunden. Hä? You can feel the glass of the construct pressing in on you. Du spürst, wie das Glas vom Konstrukt gegen dich drückt. Confining you across infinite sides. Confining. Unendlich viel wie es dich einschränkt
across Ein Ende von allen Seiten. Und von verschiedenen unendlichen Winkeln. Du drückst dagegen. And strain against it. Du drückst und drückst und drückst. Du drückst und streckst dich entgegen. Strain against it. Aber es geht nicht nachher. I love you. Ich liebe dich. Take her hand. Alter, was passiert hier? All at once the unyielding tension breaks. Plötzlich bricht die unnachgiebige Spannung auf. Oder ab. Was? You are free and she's with you. Du bist frei und sie ist mit dir It's zusammen. magnificent. Es ist großartig. Es gibt keine Worte, keine Gedanken zu beschreiben, die absolute Realität zu beschreiben. Etwas so Einfaches. Step into infinite. Was passiert jetzt? Everything. Alles. Just like it always has been. So wie es schon immer war. And just like it always will be. Und so wie es auch immer wird sein. Step into the infinite. Lauf auf die Unendlichkeit zu. You and she stepped forward into 1,000 dawns and 1,000 sunsets, each of which contains 1,000 more. Du schreitest mit ihr zusammen in tausende Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge, währenddem die wiederum tausende mehr davon enthalten. Du existierst and you are und du bist dir bewusst, you just as you have always been, so wie du das schon immer gewesen bist. Und so wie du auch immer wirst sein, just as you will always be. Though conflict is in your nature, the two of you will never be alone, and the two of you will never know fear. You and she are finally home. Der Konflikt ist eine von deinen Naturen. Ihr zwei werdet nie mehr allein sein. Ihr werdet dich nie mehr fürchten. You and she are finally home. Du und sie sind endlich daheim. There are no endings, only new beginnings. Alter, ist das fucking geil. Aber ich habe keine Ahnung, was jetzt genau passiert ist. Okay. Es gibt in dem Fall noch viel mehr Enden, die möglich sind. Denke ich jetzt mal. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man sie slayen. Wir können dort Entity killen. Our song, finish the game. The good ending doesn't count. Thank you so much for playing, an expression of our gratitude. Here's the track order for a special playlist just for you. If you like to take a screenshot, you can hide the UI by hitting H. Okay, geil. Join the Discord, join our mailing list, join the subreddit, follow us somewhere else, make your playlist, play our other games, return to main menu. Here's a track order for a special playlist just for you. If you like to take a screenshot, you can hide the UI hitting hey. Warte jetzt. The long quiet updates its transformation.
Können wir einen Printscreen machen? Zuck. Ja, und jetzt, ich beginne mal Return to Menu. Ich habe jetzt mal Printscreen gemacht. Alter. Ich kann das nicht in Wort fassen. Ich weiß ja gar nicht, was jetzt wirklich passiert ist. Ich bin ein bisschen verwirrt, was mir das Spiel damit sagen will, ganz ehrlich. Also ich verstehe, dass wir die ganze Zeit die Princess mit unseren Entscheidungen geformt haben, quasi. Und dass die Art und Weise, wie wir entschieden haben, schlussendlich ihren Charakter geformt hat und das nachher von der Entität aufgenommen worden ist. Und vielleicht ist das Ziel von dem Game, dass ich Durchläufe mache, wie mehrere Versionen von mir selber. Ich meine, jeder Mensch spielt ja wie Rollen in seinem Leben. Und ich habe jetzt einfach mehrere Rollen gespielt und die Entität hat quasi den Charakter angenommen, was ich bin. Eine Art. Und das habe ich auch noch eine geile Idee gefunden. Was sie gesagt hat, etwas zu fürchten, aber mit dem, was man fürchtet, Hand in Hand ins Unbekannte zu gehen, zeigt ja eigentlich, dass du keine Furcht spürst. Krass. Ja, ist eigentlich wirklich krass. Interessanter Gedanke. Was ich jetzt noch schnell schauen möchte, ist, was passiert, wenn wir sie einfach umbringen. Violence has always been our language, hasn't it? If this is what it takes to save you, then so be it. Das ist ein bisschen hässig. Gewalt ist immer die gleiche, ist schon immer die einzige Sprache gewesen, oder nicht? Wenn das der einzige Weg ist, dich zu retten, dann soll es so sein. Fear is what pretends to protect us from loss. To fear death, but losing a body is in the nature of all. But when the ceaseless and permanent, you took fear. Bla bla, ich tue das jetzt einfach alles nicht gut heißen. I'm not afraid anymore. I won't engage with this. Conflict and discomfort have defined the flow of everything between us. To deny it is to deny your truth. Ja, das haben wir schon vorher gesagt. Also ich zerstöre mich jetzt quasi selber mit den Entscheidungen. You were consumed by your own ego. I missed bla bla. Was für death and suffering, I believe in shouldn't be the fault of others. You were consumed by your own ego. If we are able to transcend to death, then we are responsible for those in it holds captive. It doesn't matter what I feel. Without me, there is no future to look towards. It is hope that carves meaning into consciousness. You were consumed by your own ego. Du bist von deinem eigenen Ego zerfressen worden. Komm, wir sagen mal das. And through your lack of one, you too were consumed. Yet together, we were able to create something beautiful. Und weil du das nicht gehabt hast, you too were consumed. Da wirst du davon aufgefressen. Yet together we were able to create something beautiful. Wir waren in der Lage, etwas Schönes zu machen. To question everything is to deny the proof of reality that lies in front of you. But even then, you remembered to be impermanent is not to. Would you strip that gift away and leave them all to suffer in their permanence? It doesn't matter how I feel. That would be torture. They will see permanence as a gift in time. Die werden darüber hinwegkommen, die werden die Gleichbleibigkeit als Geschenk anschauen. Ja. Or, in time, would they see it as a curse? Aber vielleicht sehen sie es auch als Fluch. A shiver passes through you as unseen fingers, cold as the grave, dance across your skin.
They remember the violence you inflicted on them, and yet they do not return it. Der Shiver, Mann, aber das Zittern. Ein Schauer läuft durch meine unsichtbaren Finger, kalt wie ein Grab, tanzt über meine Hüfte. Du erinnerst dich an die Gewalt, wo du dir angetan hast. Und doch, and yet they do not return it. Und doch kannst du nicht zurückgeben. I offer you a path to your redemption, and you take my hand in yours. Du bietest mir einen Weg. Ich biete dir einen Weg zu deiner Erlösung und du nimmst meine Hand. But you do not follow my path. Hands clasped together, you break yourself, and you break me with you. Aber du bist nicht meinem Weg gefolgt, sondern du hast deine Hände verschränkt und du hast dich selber um mich damit zerbrochen. You were willing to sacrifice everything you thought was you to end me again. Du wärst bereit gewesen, alles zu opfern, was du dir hast denken können. Und du wärst bereit, mich nochmals zu töten. I was glad to end us together. I had a sacrifice. The entire world was at stake. I was glad to end us together. Ich bin froh gewesen, uns beide umzubringen. And the thread of that ending wove itself into yet another experience, which wove itself into yet another. Und der Faden von dem Ende hat sich zu einer neuen Erfahrung gewoben. Which wove itself into another. Ja, was auch immer. Das ist so komische Logik. Your liver drives a stake into your body, and another, and another, and another. Do I miss your heart because I can't stand to see it go? Dein Liebhaber treibt dir einen Pflock in den Körper, noch einen und noch einen, noch einen. Vermisse ich dein Herz, weil ich es nicht ertragen kann, dich zu verschwinden zu sehen. Love melted into skepticism, and you pulled back layer after layer after layer, until all you were left with was the knowledge that you did not know me. Liebe ist in Skepsis verschmolzen. Und du hast dich Schicht für Schicht zurückgezogen, bis dir nur noch das Wissen geblieben ist, dass du mich nicht kennst. You sought the truth then. Will you hide from it, now that it is within your grasp? Du hast damals nach der Wahrheit gesucht. Wirst du dich jetzt davor verstecken, jetzt wo sie in der Reichweite ist? I don't want to hide from the truth. Ich will mich vor der Wahrheit nicht verstecken. Then don't. Dann mach's nicht. Leave with me. There's no need for you to fight what we are. Es gibt keinen Grund, darüber zu streiten, was wir sind. Oder ja, fight. I'm ready. I want to leave with you. Stop the fighting early. I want to leave with you. Not until you see things from my perspective. Nicht bevor du meine Perspektive gesehen hast. If you need more time to open your eyes, then I will give you all the time in the world. Wenn du mehr Zeit brauchst, deine Augen aufzumachen, dann gebe ich dir so viel Zeit, wie du brauchst. As the clashes between you abates, the princess relaxes, smiling from a distance. The respite is welcome. Als der Konflikt zwischen dich nachlässt, entspannt sich die Prinzessin und lächelt dich an aus der Ferne. Die Ruhepause ist willkommen. Are you still committed to my destruction, or has your resolve started to waver? Bist du immer noch auf die Zerstörung, die ich machen fokussiert? Oder ist deine Entschlossenheit ins Wanken geraten? Nothing is immutable. Everything that is exists only in relation to everything it isn't.
Neid ist unveränderlich. Alles, was existiert, ist in Bezug auf alles, was es nicht ist. There is no constant. Es gibt keine There is no Konstante. center. Es gibt kein Zentrum. You cannot remove something without removing the relations which define it. To destroy what you perceive as evil is to damn everything you perceive as good. Sie können nicht etwas entfernen, indem sie eine Beziehung entfernen, die sie definiert. Zu zerstören, was du als böse wahrnimmst oder als jemals böse wahrgenommen hast, wird alles verdammen. Open your eyes and accept what we are. Öffne We deine can Augen und leave this akzeptiere, was prison du together. bist. Wir können das Gefängnis hier verlassen. News perspective, but you keep dismissing mine. If you think you can change me, then I must be able to change you. I don't know. Slay the princess, you are cruelty itself. I cannot let you exist. Slay the princess. Oh, I have to fight for a better world. I'm sorry. Slay the princess. I can't let that happen. I can't let everything die. Slay the princess. Okay, man slayt sie mal. You are cruelty itself. I have to fight for a better world. Slay the princess. Then try to destroy me if you can. But I will not yield easily to your delusion. Dann versuch mich umzubringen, wenn du das kannst. Ich werde aber deiner Enttäuschung nicht so einfach nachgeben. Du musst nicht allein ihr gegenüberstehen. Explore. Which hero are you? You have no idea how good it's to hear you. It's good. I have no idea how good it is to hear you. It's good to be here. Es ist schön da zu sein. You'll never be able to strike a decisive blow from out You'll never be able to strike a decisive blow from out here. Du hättest nie die Chance gehabt, hier here. There's still rauszukommen. a piece of me nestled close to where it all began. Oh Gott, es ist schon leislich, seine Stimme. I could take you to her heart. Es gibt immer noch ein Stück in mir innen eingebettet, in der Nähe von dem Ort, an dem alles angefangen ist. Ich kann dich dort hinbringen. Ich kann dich zu ihrem Herz bringen. Oh! It's time to resume our dance. Es ist Zeit, unseren Tanz fortzusetzen. She's relentless, isn't she? Let's make this quick. Are you ready? Es ist unerbittlich, nicht wahr? Machen wir schnell. Bist du bereit? I'm ready, I can do this. Okay, yes. Then let's go. Let's go. Okay, ich gehe alles rückwärts. And here we are. I'd say we were back where it all started, but I guess it's a little after that. Alter, was? Und hier sind wir, ich würde sagen, wir sind zurück, wie wo wir gestartet haben, aber ich glaube, das ist ein bisschen anders als Do you damals. need me to describe things? Wolltest du, dass ich Sachen beschreibe? Ist der Relator... Ja, der ist gegangen. Take the blade. That's probably for the best. It's always seemed to give us more options than not. Ja, genau. Es ist vielleicht das Beste, es gibt es mehr Optionen als nicht. Ist der Narrator wirklich gegangen? Yeah, it's dead silent in here. Whatever it was that was left of him, I don't think it could handle you waking up to godhood. Pretty sure he got obliterated. Okay, also der Narrator ist wirklich für immer weg. If the offer still stands, but could you describe the cabin for me? Nah, is it just you and me? Did anyone else make it to the cabin? Zum guten Glück, das ist eine richtige Befreiung. I don't actually know how I feel about him being gone. It's funny after everything he puts us through. I'm kind of sad to see him go.
Ja, das ist irgendwie sad, ja, das stimmt. Did anyone else make it into the cabin? Hat es schon noch irgendjemand da It's geschafft? just us. I think the rest of them are still out there, jumbled up in the rest of her. Aha. Also, es hat es wahrscheinlich niemand geschafft, alle anderen sind in ihren innen. Es ist lustig, nach all dem, was er gemacht hat, fühle ich mich irgendwie traurig, dass er geht. Is that why you want to see this through and slay her? Ist es das, was du willst sehen und sie dann wegen dem besiegen? If the offer stands, enter the basement. Tja, ich weiß es doch auch nicht. The stairs. Do you remember the first time we were here? The first time we heard her voice? Ja, ich mag mich erinnern daran, wie es war damals. Also, kannst du dich daran erinnern, wie es war, ihre Stimme? It's almost over, isn't it? That's okay. Let's just talk, the two of us. One more time, before you kill me. Es ist alles vorüber, nicht? Es ist okay. Lass uns nur noch einmal miteinander reden, bevor du das machst. She sounded just like that. Timid and gentle. Only she didn't know us. Sie hat sich schon immer so angehört, liebenswert, also und timid. Was ist timid schon wieder? Ich weiß doch nicht mehr. Only she didn't know us. Nur, dass sie es nicht gekannt hat. Schüchtern. Continue And downstairs. down we go. We shouldn't keep her waiting. Ja, wir gehen ab und lassen sie nicht länger warten. You're really going to do it then, aren't you? Du, You're really going to kill me. You don't have to. You know that, right? du willst mich wirklich umbringen. Wirklich, du willst mich umbringen. Du weißt schon, dass du das nicht machen musst. But if that's what you want, we might as well talk a bit first. I wouldn't mind a few extra minutes. Aber wenn das wirklich das ist, was du willst, ich würde gerne mit dir reden. Es macht dir sicher nicht uns ein paar extra Minuten, um für das aufzuwenden. Oh Gott, ich kann wieder Entscheidungen treffen. Ich will kein Gott sein. Are you the same as you are out there? I don't feel the same. I feel smaller. Aha, sie sagt, ich fühle mich nicht gleich, ich fühle mich kleiner. I only want to slay the you out there. It's easier to want to kill an abstract concept than oh Gott, das ist schon hure fies. I don't want to hurt anyone. There has to be a way out of this. I don't think I've ever really wanted to slay you. Aber ich mag nicht, was deine Existenz für die ganze Welt bedeutet. What are you going to do? I don't want you to have to slay you, but I don't know what other options there are. I'm sorry. Slay the princess. Ich will kein Gott sein. I don't think I want that either. Und ich will das auch nicht, sagt sie. To slay the you out there. It's easier. Nein, I don't want to hurt anyone. There has to be another way. Ich will nicht irgendjemanden verletzen, es muss einen anderen Weg geben. I don't think there's a way out, but maybe there doesn't have to be an ending. Ich denke, es gibt keinen Ausweg, aber but maybe there doesn't have to be. Aber es muss auch kein Ende geben. I'm able to do the things you believe me to be able to do. Ich bin fähig, Sachen zu machen, wo du glaubst, dass ich das kann. So make me put it all back. Help me fix the echo's construct and make us both forget. So, hilf mir, alles zurückzubringen und das Konstrukt Echo zu fixen. Und vergiss das alles. Help me send us back to the beginning, before we woke up, before either of us saw the truth. Hilf mir, zurück zum Start zu kommen, bevor wir verwacht sind, bevor wir die Wahrheit gesehen haben. Can she really do that? Are you sure that's what you want? Kann sie das wirklich machen? Ist das wirklich das, was du willst? Would you resetting it to
it do anything to help them, then people out of there. If you continue to exist, then don't they continue to die and suffer? I don't want to forget you. Ich will dich nicht vergessen. We're going to find ourselves back here eventually. If we're talking about this right now, we know we haven't done this before. Das ist eine Logikfrage. Wenn wir ja über jetzt das geredet haben, wie können wir, wenn wir nachher wieder zurück sind, überhaupt wissen, dass das jemals stattgefunden hat? Ja, das ist noch blöd, dann fangen wir nämlich einfach das Gleiche wieder von vorne an. This isn't fair, I want to be here with you, I don't want to be alone again. Is there any other way? Take it all back. I don't want this. I don't want to kill you. It is too late to go back to being a god. Okay then, let's do it. Agree her plan. Alter, das Spiel tut dich die ganze Zeit in Zweifel hineinstürzen, was du sollst antworten, weil es gibt so viele Möglichkeiten, was kann passieren und du weißt es einfach nicht. Es ist wie das Leben, wo du Entscheidungen musst treffen, wo du keine Ahnung hast, was dich hinterher erwartet. Alter. Ja genau, ich könnte Sie fragen, wenn du alles zurücksetzt, kannst du nicht irgendetwas machen, um ihnen zu helfen? Die People, die Leute draussen. If you continue exist, then don't they continue to die and suffer? Wenn du weiterhin existierst, heisst das nicht, dass die anderen... Ja, genau. Oh Gott! Oh Mann, was machen wir? Was machen wir? Slay machen wir später. Ich tue jetzt mal die Frage stellen. If you can believe this helps them, then it will help them, right? Wenn du das glaubst, dann wird es denen helfen. Ich weiß nicht. If you're talking about this right now, how do we know we haven't done this before? Wie können wir wissen, dass wir das nicht schon gemacht haben? Ja, Logikfrage. Maybe we have done all of this before. Maybe we're supposed to do this forever. Ja. Möglicherweise haben wir das schon vorher gemacht, möglicherweise machen wir das für immer. Ja, das ist ein good point. How do you know that things won't end worse? What if, when I make my way back here, I'm different and I hurt you? What if I kill you? What if I let you bring about the end of everything? Take it all back. Don't want this. Gibt's noch einen anderen Weg? I think you brought that knife down here for a reason. It has to be a part of how this ends. Ich denke, du hast das Schwert mitgenommen aus einem speziellen Grund. Vielleicht ist es einer der möglichen Enden. Alter, es ist voll aufgeklärt, was läuft. We're going to find ourselves back here eventually. I don't want to forget you. How do you know that things won't end worse? What if... Das ist doch komisch, das kann ja nur ich entscheiden. Ich will nicht allein sein nochmal. Ah Mann, das ist doch Kacke. We're going to find ourselves back. Ja, wie weißt du das nicht Sachen? Ach Mann, das ist doch alles Kacke irgendwie. Wenn ich das mache, okay, dann let's do it. Dann startet das Spiel einfach wieder und nichts ist passiert. Okay, then let's do it. Okay, if this is your choice, then we're doing it. I guess I'll see you on the other side. Okay, dann lassen sie es machen, wir sehen uns auf der anderen Seite. She takes the blade from our hand. She raises her gentle eyes to ours, a fondness in her gaze.
Sie nimmt das Messer und hebt ihre Augen zu uns. I love you, just do it, I'll see you soon. I love you. Ich liebe dich. Everything is going to be okay. I love you too. Alles wird gut, ich liebe dich auch. Und du stirbst. Der Hero und der Prinz. You're on a path in the woods. And at the end of that path Das ist is a so cabin. verästelt And in the alles. basement of that cabin is a princess. You're here to slay. The end of the world, what are your part tagging? Have you considered that maybe, ja genau, killing the princess seemed kind of bad though, can't do this, forget this, I'm not doing this. I get some of sort of reward. Thanks for telling me that. Sweet, silently continuous, turn around, leave. Es fährt einfach wirklich wieder von vorne an. Alter, was? Okay, ich bin einfach gegangen, weil ich keine Lust mehr auf das hatte. Und das ist jetzt auch eins von den Enden. Okay. Alter, es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und was wir jetzt auch noch werden machen, ist, wir werden jetzt noch entschladen, wir werden jetzt einfach als Arschherz leihen. To our little creatures. Und Schlangen haben die auch noch gehabt. Thank you, bla bla bla, the long quiet, the end, everything, the beginning, something new. Ja, ja, ist egal. Also, wir laden jetzt nochmal das und slayen sie einfach. So this is really it then. Let's see this through. Aha, das ist jetzt einfach wirklich... Ja, dann lass es hinter uns bringen. So this is what it feels like to actually die. Ah, so fühlt sich das in dem Fall an, richtig zu sterben. I think this is for the best. I don't know what the world will be like without me. But it can't be that bad if it still has you in it. Oh nein, das ist so... Oh, das ist so cute. Ich denke, es ist wohl das Beste. I don't know what the world will be like without me. Also sie weiß nicht, wie die Welt ohne sie wird sein. Aber sie kann nicht so schlecht sein, wenn ich in dieser Welt bin. Oh Mann. I've always loved you. Oh. Don't forget me. Ich habe dich schon immer geliebt. Vergiss mich nicht. Oh Mann. Du blinzelst und die Prinzessin ist weg. Und alles, was du hast... all you have left of her is a small, melancholic weight that sits at the borders of your heart. Und alles, was du von ihr noch hast, ist ein kleines, melancholisches Gewicht, das an deinem Herz sitzt. Was immer dich in die Situation, dich und die Prinzessin in die ruhige Situation gebracht hat, indem dass du dich zerstört hast, dann hast du einen Teil von dir selber zerstört. But the world hasn't ended. Things continue on. Aber die Welt ist nicht zugrunde gegangen und die Sachen gehen She's weiter. gone. And I don't think she's coming back. Sie ist weg und ich denke nicht, dass sie zurückkommt. No, she's not. She's a small part of is with us. Nein, ist sie nicht. Ein kleiner Teil von ihr ist mit uns. Is that a metaphor or are you being literal? Doesn't matter, we don't need to linger down here anymore. Let's get going. Ja, meinst du das metaphorisch oder meinst du das wirklich? Spielt keine Rolle, wir sind halt einfach raus. Leave the cabin. Du lässt den Keller hinter dir. Du lässt die Stege hinter dir. Und dann verlässt du
Dings zu Hütli. It's quiet here. Es ist still hier. The path and the woods outside are an empty canvas. But there is even more to see beyond this place. The fruits of your labor. A world free from death. Ja, der Pfad und der Wald, der streckt sich endlos. Und da gibt es noch viel mehr zu sehen hinter dem Platz, also hinter dem Ort. Die Früchte von deinem Erfolg. A world free from death, eine Welt frei vom Tod. Set yourself free. The body of an ancient creature stirs from its hibernation and you feel that, das haben wir schon mal gehabt, everything here is you. You feel your wings spanning a cosmic scale. Du fühlst deine Flügel, wie sie sich ausspannen. Twisted and crumpled and bound in agonized tension, aber verdreht und verkrüppelt durch die qualvolle Tension, Spannung von dem unendlichen Ort. You can feel the glass of the construct pressing in on you, confining you across infinite sides and infinite angles. You push back straight against it. Ich drücke dagegen. But it doesn't deal, aber es geht nicht nach. She's gone. No one is left to trap us here but us. Sie ist weg, er ist weg. Aber niemand tut uns hier einsperren. Open your heart and bear witness to your new kingdom. Öffne dein Herz. Mann! Bezeuge dein eigenes Königreich. So. All at once the unyielding tension gives away. Plötzlich geht die unnachgiebige Spannung nach. Okay, holy shit. And then shattering, you are free, and before you lies to endless expanse of absolute reality, a new absolute reality. One forged by your will and may along and adore a cycle of bloodshed that has stained your hands countless times over. Okay. Wir haben jetzt eine neue Welt erschaffen mit diesen blutigen Händen, die für Ewigkeiten schmutzig werden bleiben. Oh Gott. But there will be no more bloodshed in this new world. Aber es gibt keine Blutspuren mehr in dieser Welt. It's finally over, isn't it? But all of us are still here. Es ist endlich vorbei, aber all of us are still, aber wir alle sind noch da. Absolute reality. Who would have thought there was really a world outside of us? And who would have thought we'd actually wind up siding with him? Ja. Das ist die absolute Realität. Wer hat gedacht, dass es wirklich eine Welt außerhalb von uns gibt? Und wer hat gedacht, dass wir uns tatsächlich auf seine Seite stellen werden? That wasn't very hard at all. Das ist nicht so schwer gewesen. Speak for yourself. Sag das dir selber. I hope this was all worth it, because I'm personally inconsolable. Ich hoffe, dass es sich gelohnt hat, weil ich persönlich bin untröstlich. For us, you have forever to get over it. Aber zum Glück haben wir jetzt ewig Zeit, um darüber hinwegzukommen. Naja. I guess the only thing left to do is figure out what happens next. Das Einzige, was wir noch machen können, ist herauszufinden, was als nächstes passiert. Slay the princess a new unending dawn. Alter, das war nicht so ein schönes Ende gewesen. Wir könnten jetzt sie einfach umbringen. Wir können jetzt noch einen schlagen. Ich muss noch schauen, wenn ich das schneide übrigens, weil jetzt haben wir mehrere Enden hintereinander gemacht. Ja. Wir laden jetzt das hier.
Und attack the entity. You will cut across the entity in front of you, but nothing happens. My roots burrow in an ocean beyond your sight. We cannot harm each other as we are now. Oh, wir können uns gegenseitig nicht verletzen. Dann tu ich mich selber umbringen. There's nowhere for you to be but here. Okay, wir können uns auch nicht selber umbringen. Okay, wir können uns also nicht umbringen. Destroy the mirror. Können wir echt da sagen, ja, ich will sie umbringen und wird das irgendetwas machen? Wahrscheinlich nicht, hä? Ich kann doch nicht irgendwie können sagen, ich will es machen. What is this place? What are we? What is the Princess 2? I wasn't supposed to see all this, was I? So I was wondering, the others like you, blah blah. I have so many questions. Does it hurts when it is? I'm sorry, I don't want to destroy you. I will help if I look away or stop. We've already crossed the point of no return. There's no saving me now. Not that there's ever been much of me to save. Okay, ich kann ihn nicht mehr retten. Genau. Oh, holy shit. Ja, ich glaube nicht, dass wir da noch gross etwas machen können. Also ich tue jetzt mal das laden, damit wir eine schöne Hintergrundmusik haben, damit wir noch ein bisschen schnurren. Nein, ich habe es gespeichert, ich dummer Hund. Ich bin dumm. Also. Was soll ich dazu noch sagen? Keine Ahnung mehr. Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe keine Vorstellungen, Antworten, irgendetwas davon. Ich glaube, es geht wirklich darum, das Spiel geht darum, dass wir mit unseren Entscheidungen andere Leute formen und das Lied vielleicht so werden, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Dass eigentlich alles in einem ständigen Paradoxon ist. Das ist so, wie wenn du eine Person dafür liebst, dass sie so ist, wie sie ist. Und sie nachher sich durch deine Liebe und durch deine Anwesenheit verändert und du vielleicht die Angst hast, dass sie irgendwann nicht mehr so ist, wie sie du kennengelernt hast. Vielleicht ist das schwierig. Es ist ja das Gleiche wie, wenn du Angst vor irgendetwas hast. Ist es der Gegenstand, der dir Angst macht? Oder ist es die Angst davor, dass du vor dem eigentlich Angst hast? Also, dass du nicht anders kannst, als vor etwas Angst haben. Ich finde das extrem geil, also so Sachen zu diskutieren oder sich zu überlegen. Es ist halt einfach extrem komplex. Und je nachdem, welche Altersklasse von Leuten das jetzt da zuschauen, denken die vielleicht, scheiß doch auf das Eich. Ich bin halt in einem Alter, wo man sich halt Gedanken über das Leben macht. Unweigerlich. Und ich finde das schon mega interessant, das Ganze. Und ich habe das Gefühl, wir könnten noch viel länger über das diskutieren, aber ich denke, es macht vielleicht keinen Sinn, dass wir jetzt das noch länger in die Strecke oder in die Länge ziehen. Ich denke, das Spiel muss jeder für sich selber mal gespielt haben. Ich denke, es gibt noch viel mehrere Möglichkeiten, wie man das Spiel durchspielen kann. Und jede von diesen Möglichkeiten wird zu etwas völlig anderem führen. Ich würde es jetzt so machen, vorerst wird das Let's Play mit dieser Folge in dem Fall, ich denke mal, zu Ende gehen. Vielleicht werden wir noch einen Durchlauf machen, wo wir gewisse Sachen werden probieren.
Aber ich denke, wir haben ziemlich vieles gesehen. Was ich ein bisschen bereuen ist, dass ich damals den Geist umgebracht habe mit mir selber. Das bedeutet ja, das hat sich das Spiel eigentlich alles gemerkt, das bedeutet eine Art wie, ich habe ganz am Schluss einen Rückzieher gemacht. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe gemeint, die Mechanik vom Spiel sei anders. Ich habe gemeint, wenn ich mich selber umbringe, geht es immer weiter, aber wenn ich jemand anders umbringe, geht es nicht weiter. Es gibt dann wie ein Point of No Return zum Beispiel. Schwierig. Ja, wie habt ihr das Spiel gefunden? Dürft ihr ja gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich weiss, dass ihr ja sehr fleissige Kommentare schreibt, wie ich ja gesehen. Und das habe ich jetzt auch gar nicht sarkastisch gemeint. Ja, aber ist ja völlig in der Ordnung. Ihr müsst ja gar nicht hineinschreiben. Ihr könnt ja denken, was ihr wollt und es einfach für euch behalten. Interessieren würde es mich natürlich schon. Ich finde das Spiel mega geil und auch creepy und verstörend und alles miteinander. Und ich weiss jetzt auch gar nicht... Ja, ich würde schon sagen, wo wir mit ihr gegangen sind, ich glaube schon, das war das Good Ending gewesen. Wobei ich mir nicht sicher bin. Es ist schon schwierig, weil es liegt alles im Interpretationsfreiraum. Also dort, wo wir allein sind mit den Stimmen, ich glaube nicht, dass das wirklich das richtige Ende war. Und ich glaube auch nicht, dass dort, wo wir wieder zurück Anfang gegangen sind und nachher einfach gegangen sind, dass das richtige Ende ist. Weil beides ist eigentlich eine Flucht aus der Realität. Also anstatt sich seinem eigenen Ich zu stellen und zu sagen, ja, das bin ich, haben wir quasi, wie gesagt, wir verweigern alles und entweder haben wir einfach unser erschaffene Ich, das ein Teil von uns ist, das uns liebt, dann wir einfach umbringen oder wir dann zurück an den Start springen, damit alles gar nie passiert ist. Komisch. Ich habe das Gefühl, es gibt noch... ich hätte so Lust, noch Haufen Sachen auszuprobieren. Was passiert zum Beispiel, wenn wir jetzt immer und immer wieder das Gleiche machen? Und was passiert dort, wo sie liebt zu uns ist, wenn wir einfach mit ihr gehen? Was passiert in jedem Fall, wenn wir sie mitnehmen und einfach gehen? Dann würde es ja bedeuten, egal wie wir sie formen, wir nehmen sie immer mit und wir wehren uns nicht gegen sie. Oh Gott, okay, ich tue das mal ein bisschen für mich setzen. Ihr dürft euch gerne auch Gedanken machen. Es wird auf meinem Kanal sicher noch andere Spiele jetzt demnächst geben. Ich habe noch einmal Observation Duty 6 hätte ich noch auf dem Radar. Und ich werde da bei Seas of Stars weitermachen. Sea of Stars. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es noch das ein oder andere Spiele, die man auf dem Kanal werden sehen. Ich werde mich extrem freuen auf MySide, wenn ich das zum ersten Mal anspielen kann. Weil das hat extrem interessant ausgesehen und das ist auch wieder so ein Psychospiel, wo es ich weiß auch nicht, wie man das nennen kann, wo es um Realität geht und wo es um den Willen geht und um Haufen andere Sachen auch. Gut, dann würde ich wie immer sagen, danke fürs Zuschauen. Ich muss noch schauen, wie ich schneide, dass es irgendwie Sinn ergibt. Vielleicht sehen wir uns wieder und vielleicht ist das die letzte Folge gewesen. Und dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!